Ja, die Frage für diesmal ist, ob Dharma-Praxis einen Burnout verhindern kann. Kann sie, kann sie. Aber gleichzeitig nehmen wir mal das vom anderen Ende, könnte ja Dharma-Praxis auch in den Burnout führen. Und zwar, wenn wir uns etwas als Dharma, als buddhistisches Geistestraining verkaufen, was eigentlich sehr mit unseren Stressmustern einhergeht. Also wo wir diesen Leistungsgedanken, dieses Ich muss, ich will, ich sollte, wenn wir das in unsere spirituelle Praxis übertragen, dann kann die natürlich zur Erschöpfung führen und wenn wir das über Monate und Jahre machen, auch zu einem Burnout. Also immer wenn wir aus einem starken Erfüllungsgedanken heraus sind, ich sollte, ich muss, dieses einem Ideal entsprechen wollen, dann programmieren wir uns eigentlich für einen Burnout. Jetzt ist aber die normale Dharma-Praxis, die ist eigentlich genau das Gegenteil von all dem, was Burnout provoziert. Eigentlich sollte Dharma-Praxis dazu führen, dass ich entspanne. Es sollte dazu führen, dass ich mich weniger wichtig nehme. Es sollte dazu führen, dass ich mehr im Moment bin, als irgendwelchen Idealen hinterherzulaufen. Es sollte dazu führen, dass ich mit mehr Vertrauen unterwegs bin und nicht mit Angst. Denn ein wesentliches Merkmal für Burnout ist, dass dem oft eine lange Zeit vorangeht, wo wir von Angst getrieben mehr tun, als uns gut ist, versuchen Vorstellungen zu erfüllen, den Ansprüchen anderer Leute zu erfüllen. Okay, auch das sollte nicht der Fall sein. Und eigentlich hat Dharma-Praxis zur Folge, dass wir die Illusion durchschauen, ich könnte anderen tatsächlich helfen. Ich kann das auf äußerer Ebene wohl, ich kann Bedingungen schaffen, aber ich bin nicht verantwortlich für das Glück anderer und für das Wohlergehen. Und meistens ist der Burnout nicht durch eine zeitliche Überbelastung bewirkt. Also in den meisten Fällen ist es nicht so, dass Menschen mehr als ihre normale Stundenzahl pro Woche gearbeitet haben, sondern dass sie in einer Atmosphäre gearbeitet haben, wo sie sich nicht im Vertrauen fühlten, wo sie meinten, ich muss mehr leisten, damit eine Situation gut kommt. Und sich für alles verantwortlich fühlen. Man kann auch Burnout in einer Familie erleben, ohne überhaupt berufstätig zu sein. Es ist diese innere Einstellung aus meinen Mustern heraus, ich muss eine Aufgabe bewältigen, für die ich mich nicht wirklich gerüstet fühle, unbewusst nicht wirklich gerüstet. Ich fühle mich vielleicht in der Lage, aber nur durch eine übermäßige Anstrengung. Und echte Dharma-Praxis führt dazu, dass wir immer wieder uns herausnehmen, dass wir uns also immer wieder so zurücklehnen, dass wir unsere eigene Wichtigkeit relativieren. Wir sind nicht diejenigen, die die Welt retten. Wir brauchen auch niemand Besonderes zu sein. Wir brauchen keine besonders großen Ziele zu erreichen. Wir brauchen nicht gut zu sein, um geliebt zu werden. All diese unbewusst laufenden Wünsche, Bedürfnisse und Ängste, die uns für einen Burnout prädestinieren, die entspannt authentische Dharma-Praxis. Wenn sie dann dort angreift, also an dem Punkt ansetzt, wo sie eigentlich dazu führen soll, dass unsere Stressmuster weniger werden. Burnout hat sehr stark mit einer Zielorientierung zu tun. Also
einen bestimmten Zustand, ein bestimmtes Ziel erreichen zu wollen und könnte natürlich auch bei der spirituellen Praxis bedeuten, bestimmte Meditationstiefe erreichen zu wollen, eine bestimmte Klarheit, das Erwachen, Fortschritte zu machen. Und so ist im Hintergrund eigentlich ein Antreiber aktiv. Es sind Stimmen aktiv, wir können auch sagen, die aus dem Über-Ich kommen, die aus unseren Idealvorstellungen kommen. Und diese antreibenden Stimmen und Muster, die sind das eigentlich Erschöpfende. Besonders schlimm, wenn sie sich noch mit einer Art Perfektionismus kombinieren, wo es nie genug ist. Dann kann unser System nie wirklich runterfahren. Und so ist es ganz, ganz hilfreich, wenn wir tief verstehen, dass eigentlich alles, was es braucht, um glücklich zu sein, um freie Geisteszustände zu erleben, dass das alles schon unserem Geist innewohnt, dass wir nichts zu tun brauchen, nichts zusätzlich erzeugen zu brauchen, um Erfahrung von innerer Gelöstheit zu machen. Es geht nur darum, zu entspannen und präsent zu bleiben, mich zu öffnen, eben keine Ziele mehr zu verfolgen, sondern zu schauen, zu erleben, zu fühlen, was schon da ist, wenn der Geist zur Ruhe kommt und sich öffnet. Und dieses zur Ruhe kommen des Geistes, das wird verhindert, wenn Menschen in einen Burnout hineinsteuern, wird verhindert durch eine innere Anspannung, die meint, es müsse immer noch mehr gemacht werden. Es sei nie genug. Es kann aus der Kindheit stammen, dass wir auch dort den Ansprüchen anderer nie genügen konnten oder zumindest gemeint haben, nicht zu genügen. Und dass wir das mit uns tragen. Und wenn der Groschen fällt, wenn wir verstehen, was spirituelle Praxis wirklich bedeutet, dann wird uns klar, es bedeutet natürlich zu sein, jemand ganz Normales zu sein, nicht irgendwie die super Show abziehen, also jetzt ich zum Beispiel keine Show abziehen als Lama, sondern möglichst normal sein, nicht so hohe Ansprüche verfolgen und mir erlauben, überall so zu sein, wie es mir in der Tiefe gerade entspricht. Nicht etwas von mir zu verlangen, was ich eigentlich nicht zu geben bereit bin oder was wieder mein Naturell ist. Der Weg des Erwachens, der geht mit meinem Naturell. Der nimmt das Naturell, meine Persönlichkeit, meinen Charakter mit auf den Weg und entspannt die Aspekte von meiner Persönlichkeit, die Stress verursachen. Und dadurch kommen die positiven Züge meines Charakters, meiner Persönlichkeit, kommen allmählich immer schöner hervor, während die anderen in den Hintergrund treten. Und diejenigen, die entspannt werden, die in den Hintergrund treten, sind all die Muster, mit denen ich mir, aber eben auch anderen Stress mache. Also Burnout, ausgebrannt sein, kommt durch eine längere Zeit, in der ich meine Ansprüchen genügen zu müssen, die über das hinausgehen, was ich mit Freude dieser Welt bieten kann. Über längere Zeit. Und wer bei der Dharma-Praxis, in der buddhistischen Praxis, darauf achtet, wirklich mit Freude unterwegs zu sein, mit Freude zu meditieren, mit Freude zu lesen, zu Freude mit anderen die Praxis zu teilen, ja, der kann überhaupt nicht im Burnout landen. Das ist die allerbeste Burnout-Prophylaxe, die es überhaupt gibt. Dort, wo Freude ist, eine Freude, die nicht künstlich ist und die wirklich von innen her kommt, ist es nicht möglich, im Burnout zu landen.
Denn Freude bedeutet, dass unser Geist offen und entspannt ist und dass er sich erholen kann. Es ist nicht diese aufgesetzte Freude, die immer noch mehr will und einen riesen Trubel veranstaltet. Ich meine diese heitere, gelöste innere Freude, wo wir wirklich dankbar sind dafür zu sein und mit der Zeit auch merken, dass wir unsere Existenzberechtigung nicht ständig neu erstreiten müssen, indem wir immer noch mehr leisten, sondern dass wir freudig das geben, was unser Beitrag an die jetzige Situation ist. Auch wenn wir in einem Krankenhaus arbeiten, was zum Beispiel Personalmangel hat, wo unzählige Stunden zu leisten sind, wenn ich da darauf achte, dass das, was ich geben kann, dass ich das mit Freuden gebe und mich nicht im Hadern verstricke. Also wenn ich beginne mit der Situation zu hadern, dann verbrauche ich ganz viel Energie, weil ich eigentlich im Ärger unterwegs bin. Und das macht müde. Deswegen lieber weniger mit Freude geben, nicht so viel hadern mit der Situation, ändern, was ich ändern kann und den Rest entspannen. Burnout bedeutet, dass ich nicht abschalten kann. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, spreche ich weiter über die berufliche Situation, beschäftige mich damit, beschäftige mich mit der Teamsituation, mit den Vorgesetzten und so weiter. Und da würde Dharma-Praxis sofort einsetzen mit Methoden, auch mit der Schulung, dass ich nach einer kurzen Zeit des Verdauens meines Alltags tatsächlich ganz bewusst in den Modus gehe, wo ich das alles sein lasse und in der Erfahrung des Jetzt ankomme. Ob es jetzt eine Tasse Tee trinken ist, ob es mit anderen ausgehen, ein Gespräch ist oder ganz ruhig etwas lesen. Ich lerne, auch dann beim Meditieren, ganz bewusst den Geist wieder auf das zu lenken, wo die Kraft herkommt. Ich habe jetzt ein paar äußere Beispiele genommen. Eigentlich kommt die Kraft daher, dass ich mich mit meiner inneren Quelle verbinden kann, also einer Dimension des Erlebens, wo es nichts mehr zu tun gibt, wo sich die Klarheit, die Frische des Geistes beginnt wieder von selbst zu zeigen. Und das ist genau das, was wir dann mit Menschen praktizieren, die aus einem Burnout herausfinden wollen. Sie üben all das, was sie hätten üben können, als Burnout-Prophylaxe. Das ist dann auch die Therapie. Also klar, wer in einen Burnout gerutscht ist, was vielen von uns passiert, der wird oft überrascht sein, dass es Monate braucht, ein halbes Jahr, manchmal sogar länger, um überhaupt nur so weit wieder zu Kräften zu kommen, dass ich mit einer aktiven Praxis beginnen kann. Und dann gilt es, die Fehler nicht zu wiederholen. Insbesondere nicht in diese sehr kräftezehrenden Prozesse zu kommen, wo ich mit der Situation hadere, andere anklage, mich anklage, noch mehr von mir möchte, in meinem Perfektionismus stecken bleibe und nicht mehr entspannt bin. Ja, also die Ruhepausen mir zu gönnen und so weiter. Aber unterm Strich wieder in die Freude zu finden. Das ist das Allerwichtigste und das beugt auch dem Burnout innerhalb der spirituellen Praxis vor. Wer mit dem inneren Antreiber praktiziert, ohne dabei diese Freude zu spüren, wird sich mit der Zeit verbrennen, er wird sich erschöpfen, weil die Energie, die kommt aus dem Ich, die kommt aus einem vermeintlichen Ich, einem Mir, das etwas erreichen möchte. Und genau das führt in die Erschöpfung. Solange wir mit Inspiration, mit Dankbarkeit, mit Liebe, mit Freude
unterwegs sind, da brauchen wir uns nicht die Sorge zu machen, dass wir im Burnout landen. Wenn wir beginnen, uns überzeugen zu müssen, überzeugen zu wollen, und da geht es lang und das muss ich machen, und dann sind wir sehr stark mit Über-Ich-Stimmen unterwegs, mit so Stimmen, die uns sagen, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist sehr erschöpfend. Deswegen achtet darauf, diese Stimmen nicht zu bedienen, ihr nicht solchen Glauben zu schenken und euch ihnen zuzuwenden auf eine neue Art und zu schauen, welches Bedürfnis eigentlich dahinter steckt und wie diesem Bedürfnis tiefer Rechnung getragen werden kann. Also wenn dahinter das Bedürfnis eigentlich steckt, anerkannt und geliebt zu werden, dann Wege zu finden, wie diese Liebe in mir spürbar wird, wie diese Selbstannahme in mir spürbar werden kann und ich mich weniger abhängig davon mache, was andere von mir denken. Das ist auch dann Prophylaxe für ein Muster, was sehr stark am Burnout beteiligt ist. So viel vielleicht für heute zu diesem Thema. Mögen wir alle, egal wie viel Arbeit wir haben, mögen wir alle immer wieder aus der Identifikation rausfinden, aus dieser Verhaftung mit meiner eigenen Wichtigkeit. Tatsächlich sind wir ja wohl etwas über 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und da kann es mit unserer eigenen Wichtigkeit nicht so weit her sein. Ich glaube, wir machen einen kleinen Unterschied, den machen wir mit Freuden und für den Rest, glaube ich, ist es am besten, miteinander unterwegs zu sein und auf die Synergien zu vertrauen, die wir entwickeln können, statt zu meinen, ich müsste diese Energien selbst alle freisetzen.